Die Firma, über die wir fast jede Woche reden, ist gerade eine der wertvollsten Firmen der Welt geworden. Der größte Börsengang der Geschichte macht Elon Musk zum ersten Billionär und so einige Mitarbeiter bei SpaceX zu Millionären. Aber von wo kommt das Geld bei SpaceX? Die NASA stoppt ein fertig gebautes Milliardenmodul für ihre Mondstation. Warum? Und Europas Ariane 6 kontert mit einem neuen Gewichtsrekord. Bereit zu staunen, mein Name ist Moritz Fied, herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Starten wir mit einer der größten Wirtschaftsnachrichten des Jahres. Am Freitag, 12. Juni, da ging SpaceX tatsächlich an die Technologiebörse Nasdaq. Und zwar mitten in unserer ILA-Woche, als wir für euch live aus Berlin gesendet haben. Ja, so ein Brocken, der geht bei uns natürlich nicht unter. Deshalb holen wir ihn jetzt nach. Und zwar ganz nach vorn. Denn es war der größte Börsengang der Geschichte und er hat Elon Musk zum ersten Mensch mit über 1000 Milliarden Dollar Vermögen gemacht, zum ersten Billionär. Die Bewertung des Unternehmens liegt bei rund 2700 Milliarden Dollar, also 2,7 Billionen Dollar. Zum Vergleich 2019, da war SpaceX noch 33 Milliarden Dollar wert. In knapp 7 Jahren hat sich der Wert damit grob ver80-facht. Gefeiert wurde mitten in New York mit einem Starship-Modell am Times Square. Aber wofür will SpaceX dieses ganze Geld eigentlich? Ja, die Antwort heißt vermutlich Starship, die riesige, voll wiederverwendbare Rakete, die zum Mond und weiterfliegen soll. Genau dazu hat sich am Rand des Börsengangs Gwynne Shotwell geäußert, SpaceX-Präsidentin und die Nummer 2 hinter Elon Musk. Sie sprach nämlich direkt aus der Starship-Fabrik in Texas. Ihr Fahrplan ist ehrgeizig. Der nächste Testflug, intern Flug 13, der soll im Juli abheben. Schon Flug 14 nennt sie dann den großen Wurf. Da will SpaceX zum ersten Mal eine volle Erdumrundung schaffen. Also dann wird die Rakete eine wirkliche Orbitalrakete. Ja, und das Tempo, das soll stetig steigen. Aktuell baut SpaceX rund eine dieser gewaltigen Raketen pro Monat. Shotwell will runter auf 2 pro Woche. Ab Flug 15 denkt sie sogar laut über Starts aus Cape Canaveral in Florida nach. Ihr Ziel: bis Jahresende soll Starship im Orbit voll einsatzbereit sein. Der größte Bremsklotz bleibt da vermutlich aber die US-Flugaufsichtsbehörde FAA, die Starship ja nach dem letzten Flug erneut gestoppt hatte. Jetzt zu dem Teil, der es wirklich in sich hat. Eine Recherche des US-Portals ProPublica zeigt nämlich, schon vor Jahren hat sich Geld aus China und Russland leise bei SpaceX eingekauft. Die Grundlage, die sind Gerichtsakten aus einem Rechtsstreit in Delaware, die ProPublica diesen Monat vor Gericht freiklagen konnte. Demnach erwarben mindestens 1 Dutzend Investoren mit Adressen in China, Hongkong oder Russland zwischen 2018 und 2021 Anteile an SpaceX. Die Summen, die reichen von 800.000 bis 40 Millionen Dollar. Gelaufen ist das ProPublica zufolge über einen Mittelsmann und die Firma Tomales Bay Capital. Das Geld, das wurde in Fonds verpackt und oft über Briefkastenfirmen auf den Cayman-Inseln weitergeleitet, sodass dann verborgen blieb, wer da wirklich investiert. Ja, und warum ist das brisant? SpaceX baut ja unter anderem Spionagesatelliten für das Pentagon. Die US-Regierung, die wirft China vor, sich über solche Beteiligung gezielt Zugang zu Spitzentechnologien zu verschaffen. Die Kernfrage laut Bericht: Könnten chinesische Geldgeber an nicht öffentliche Technik- oder Strategiedaten kommen und sie an Konkurrenten weiterreichen? Ja, auch die katarische Königsfamilie, die taucht auf. Die Firma Bracket Capital, die Geld der Royals verwaltet, die investierte rund 48 Millionen Dollar. Ob dieses Geld direkt von der Königsfamilie stammt, das lässt der Bericht aber offen. Jetzt die andere Seite. Für den Börsengang hat SpaceX nämlich die Investoren aus China und Hongkong ausdrücklich ausgeschlossen, wegen genau dieser regulatorischen Risiken. Ein Anwalt von Tomales Bay betont zudem, man habe keine vertraulichen SpaceX-Informationen an Investoren weitergegeben und die meisten auf der Liste seien keine Bürger gegnerischer Staaten. SpaceX selbst wollte sich auf die Anfragen nicht äußern. Belege, dass tatsächlich Informationen abgeflossen sind, nennt der Bericht nicht. Es ging demnach um passive Anteile über mehrere Zwischenstationen, eine heikle Konstellation, aber kein bewiesener Skandal. Was macht der Markt aus all dem? Ja, kurz nach dem Börsengang fielen andere Raumfahrtaktien. Anleger schichten um. Der Tenor unter Risikokapitalgebern ist aber trotzdem klar, dieser Gang an die Börse hebt die ganze Branche. Manche Analysten rechnen damit, dass bis zu 1 Billion Dollar zusätzlich in den Raumfahrtsektor fließen könnten. Dieses Geld, das sucht jetzt nach Zielen, von Satellitenkonstellationen über Mondmissionen bis zur Fertigung im Orbit. Der Börsengang, der wirkt dabei wie ein Startschuss und zeigt Investoren, dass sich mit Raumfahrt richtig Geld verdienen lässt. Die Frage ist nur, ob daraus eine solide Industrie wächst oder eine Blase, die irgendwann platzt. Auch für Europa ist das ein Weckruf. Wie soll der Kontinent überhaupt gegen eine 2,7 Billionen Dollar Firma bestehen? Damit kommen wir... Moment. Hallo?
Ja, am Apparat. Eine Umfrage. Jetzt. Nee. Nein, danke. Ja, nee. Tschüss. So, aufgelegt. Schon wieder so ein anonymer Anruf, der dann vollen Namen kennt, als wären wir alte Kumpels. Kennt ihr das? Ja, bei einem Freund von mir, da hat sich letztens ein Forschungsinstitut gemeldet. Kurz nur eine Umfrage zum Wein. Gibt natürlich nichts. Preis, Wein, nein, kaufe ich höchstens mal für die Familie. Ja, und schwupps, Folgeanruf, das perfekte Weinpaket für seinen lieben Verwandten. Und seine Adresse, die hatten sie schon längst. Er hatte nirgendwo was angegeben. Die wussten trotzdem alles. Ja, und so läuft das. Hunderte Datenhändler, die verkaufen Namen, Adressen ganz ohne Zustimmung. Und selbst löschen, ja, das ist dann hunderte Stunden Arbeit und Wochen später ist dann alles wieder da. Genau dafür gibt's Incogni. Danke fürs Unterstützen im heutigen Video. Einmal Freigabe erteilt und der Dienst, der fordert dann automatisch bei hunderten Händlern die Löschung an. Immer wieder, weil die Daten immer wieder zurückkommen. Mein Deal für euch mit dem Code Senkrechtstarter, da bekommt ihr 60% Rabatt auf den Jahresplan. Einfach auf incogni.com/Senkrechtstarter. Den Link, den findet ihr auch oben in dem obersten Kommentar und in der Beschreibung. Oder scannt den QR-Code. Ja, und für alle Zauderer, 30 Tage risikofrei, volle Geld-Zurück-Garantie, jederzeit kündbar, komplett ohne Risiko. Ja, einmal den Haken dran setzen, der Rest läuft alleine. Denn sie können euch nichts anhaben, wenn sie euch nicht finden können. Digitaler Hausputz abgehakt und damit zurück ins All. Den Start hatten wir letzte Woche schon angekündigt. Die bislang stärkste Ariane 6 ist jetzt geflogen und sie hat geliefert. Am vergangenen Mittwoch um 14:21 Uhr unserer Zeit, da hob vom Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou die Ariane 6-4 ab. Das war intern der Flug VA269. An Bord 36 Satelliten für Amazon Leo. Das ist ja die Internetkonstellation des Amazon-Konzerns. Der Start, der verzögerte sich um eine gute halbe Stunde, dann lief aber alles sauber durch. Das Besondere, das steckt in den Boostern. Die Ariane 6.4 ist ja die Variante mit 4 Feststoffboostern, die dann ja beim Abheben den Hauptschub liefern. Die 4 Booster auf diesem Flug sind die aufgerüstete Version intern P160 genannt. Jeder einzelne Booster trägt 14 Tonnen mehr Treibstoff. Ja, und was bringt dieser Rekord konkret? Ja, mehr Gewicht, mehr Nutzlast, das bedeutet mehr Satelliten pro Flug. Für Großkunden wie Amazon, die tausende Satelliten hochbringen müssen, zählt da jeder zusätzliche Platz an Bord. Ist ja schon bemerkenswert, ein US-Konzern, Amazon, lässt seine Internetsatelliten ausgerechnet auf einer europäischen Rakete fliegen. Der Grund? Startkapazität ist weltweit knapp. Amazon hat hunderte fertige Satelliten im Lager, die auf einen Platz ins All warten, damit man, was man kriegen kann. Ja, und es wird so schnell nicht weniger. Amazon Leo soll am Ende über 3000 Satelliten umfassen. Der direkte Gegenentwurf zu SpaceX Starlink. Jeder einzelne Satellit, der muss aber erstmal hochgebracht werden. Und genau hier klemmt es gerade auf der ganzen Welt. Im Auge behalten sollten wir trotzdem die Taktung. Ein einzelner Rekordstart für Europa ist schön, aber Europa muss vor allem häufiger starten. Zum Vergleich, SpaceX schickt seine Falcon 9 im Wochentakt und zwar mehrfach nach oben. Die Ariane 6, die kommt bisher auf eine Handvoll von Starts im Jahr. Europa muss diese Rate aber dringend erhöhen. Mein Eindruck, die Hardware kann es im Prinzip. Der Rekord beweist das ja schließlich. Der wahre Engpass ist aber nicht die Rakete, es ist, wie oft sie abhebt. Und die Ariane 6 Fertigungskapazität, die kommt mit maximal 12 Starts pro Jahr, wie vieles in der europäischen Raumfahrt aus Plänen und Überlegungen, die Jahrzehnte alt sind. Doch nicht jede europäische Rakete lief diese Woche so rund. Der europäische Raketenbauer ESA Aerospace hat den zweiten Start seiner Rakete Spectrum erneut abgebrochen. Und ja, wir wissen, wie frustrierend das ist. Wir waren am Montagabend mit euch live im Stream. Ich bin direkt nach der Autofahrt von Berlin ins Senkrechtstarter-Studio gefallen. Ihr habt euch den Abend freigeräumt, der Countdown lief, die Spannung stieg und dann wieder nichts. Ich verstehe jeden, den das nervt. Aber lasst uns kurz einordnen, was so ein Abbruch wirklich bedeutet. Ein Startabbruch, auf Englisch Scrub, heißt, die Technik oder das Wetter sagt im letzten Moment Nein und der Countdown wird gestoppt. Und genau hier lohnt sich der Blick auf Blue Origin. Wir haben gerade erst erlebt, wie teuer ein Fehlschlag wird. Die New Glenn, die ist bei einem Test explodiert und hat da ihre Startrampe zerstört. Vor diesem Hintergrund ist ein Abbruch am Boden kein Rückschlag, sondern eine vernünftige Entscheidung. Eine gescrubbte Rakete, die startet einfach später. Eine explodierte Rakete, die startet gar nicht und kostet Monate. Für ESA bleibt es trotzdem bitter. Es passt ins größere Bild. Europas kommerzielle Raketen, die rutschen seit Monaten nach hinten. Wer hier zuerst sauber abhebt, hat im europäischen Rennen einen echten Vorsprung und genau dieser Moment, der lässt weiter auf sich warten.
Und während Europa auf seinen ersten privatwirtschaftlichen Start wartet, schafft SpaceX an der US-Westküste Fakten. Und zwar mit Sprengstoff. Am vergangenen Dienstag hat SpaceX am Luftwaffenstützpunkt Vandenberg den Startkomplex SLC-6 gesprengt. Zugangsturm, Serviceturm und Montagehalle gingen in Sekunden zu Boden. Dieser Startplatz ist vor allem berühmt für das, was dort nie abhob. Gebaut wurde es nämlich in den 60ern für ein militärisches Raumlabor mit Crew, das aber später gestrichen wurde. Danach sollte von hier die Westküstenversion des Space Shuttle starten. Auch das geschah nie. Über Jahrzehnte stand SLC-6 für teure Anlagen, von denen kaum etwas flog. Jetzt übernimmt SpaceX. Der Komplex wird für Falcon 9 und Falcon Heavy umgebaut. Der Umbau, der dauert laut einer Studie rund 18 Monate. Erste Falcon Heavy Starts könnten ab 2030 erfolgen. Bei einem anderen US-Raketenbauer geht es diese Woche nicht um Beton, sondern um eine ziemlich kühne Ansage. Letzte Woche ging es bei uns um die Terran A2-Stufe, die zum Testzentrum ging. Diese Woche kündigt Relativity Space etwas Größeres an, eine eigene Sonde zum Mars, und zwar im Jahr 2028. Der Haken daran: Relativity hat noch nie den Orbit erreicht. Die einzige Rakete der Firma, die flog 2023 genau einmal. Sie kam zwar sauber durch den schwersten Teil der Atmosphäre, dann fiel aber ein Triebwerk der zweiten Stufe aus und sie stürzte in den Atlantik. Trotzdem soll jetzt ein Mars-Orbiter her, privat finanziert unter dem neuen Chef Eric Schmidt, dem früheren Google-Boss. Mein Eindruck: Die Ambition ist beeindruckend, aber zwischen einem gescheiterten Erstflug und einer Sonde zum Mars, da liegen noch Welten. Während die NASA privaten Firmen die Tür zum Mars öffnet, zieht sie bei ihrem eigenen Mondprogramm die Reißleine. Die NASA hat den US-Rüstungs- und Raumfahrtkonzern Northrop Grumman angewiesen, die Arbeiten am Modul HALO zu stoppen. HALO ist ein Wohn- und Logistikbaustein für die geplante Mondraumstation Gateway. Bisherige Kostenpunkt 1,1 Milliarden $. Das Bittere daran: das Modul, das ist längst gebaut. Jetzt werden die betroffenen Mitarbeiter trotzdem auf andere Programme verteilt. Ja, und das beantwortet die Frage vom Anfang. Gestoppt wird hier kein Plan auf Papier, sondern fertige Hardware, die vielleicht nie zum Einsatz kommt. Das passt ins Bild. Die New Glenn-Explosion, die hatten wir ja gerade. Jetzt kommt der nächste Riss. Das Artemis-Programm wackelt an mehreren Stellen gleichzeitig. Von der geplanten Mondstation zur Station, die wir längst im Orbit haben. An der Internationalen Raumstation, da arbeitet der große Roboterarm Canadarm2 nicht mehr richtig. Die NASA hat das gemeldet und betont, sie habe einen Plan für die Reparatur. Stell dir einen riesigen Greifarm vor, der ankommende Frachtkapseln im freien Flug einfängt und außen an der Station tonnenschwere Teile bewegt. Genau das ist Canadarm2. Fällt der aus, wird das Einfangen von Frachtern und das Hantieren außen am Modul oder an der Station selbst zum echten Problem. Er ist einer der wichtigsten Strukturen der ganzen Station. Gerade jetzt koppelt die Frachtkapsel CRS-34 von der ISS ab. Die Dragon, die können ja autonom andocken. Die nächsten Frachter kommen aber bestimmt, und zum Beispiel der Cygnus, der ist auf den Canadarm angewiesen. Noch ist nichts endgültig ausgefallen, aber einen hakenden Greifarm an der wichtigsten Struktur im Orbit, die nimmt niemand auf die leichte Schulter. Der geplante Canadarm3 für das Lunar Gateway, der wurde übrigens schon 2025 gecancelt. Während an der ISS repariert werden muss, ging auf den Rampen der Welt natürlich einiges nach oben. Am vergangenen Montag, da flog eine Kinetica 1 aus Jiuquan mit 8 Erdbeobachtungssatelliten der Jilin 1-Reihe. Ebenfalls am Montag brachte eine Falcon 9 von Vandenberg den nächsten Schwung Starlinks ins All. Am Dienstag, da hob in Xicheng eine Lange Marsch 3B ab mit dem geheim gehaltenen Satelliten Jijan 31. Am Mittwoch startete eine Lange Marsch 12 aus Yuncheng mit neuen Satelliten für Chinas Satellitenkonstellation Satnet Leo. Die soll ja am Ende 13.000 Satelliten haben. Ebenfalls am Mittwoch flog eine Kuaizhou 11 aus Jiuquan. Hier gibt es unbestätigte Hinweise, dass sich ein oder mehrere Satelliten nicht von der Oberstufe getrennt haben. Und am Mittwoch, 17.06., da brachte eine Falcon 9 von Cape Canaveral 3 Bluebird-Satelliten des direkt aufs Handy-Anbieters AST Space Mobile nach oben. Dazu gleich mehr. Die Rekord Ariane 6 vom selben Mittwoch, die hatten wir ja vorhin schon ausführlich besprochen. Habt ihr eigentlich schon unsere Interviews von der ILA gesehen? Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen haben. Wir haben dort mit den wichtigsten Köpfen der europäischen Raumfahrt gesprochen, offen und ohne Marketingfilter. Ihr findet alle Gespräche verlinkt, schaut da ruhig immer mal wieder rein. Nächste Woche kommen dann noch ein paar dazu, unter anderem mit ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Und wenn du dir jetzt denkst, wow, da tut sich ja richtig was, da will ich mit dabei sein, wir freuen uns über jede Unterstützung. Als YouTube-Kanalmitglied, da hilfst du uns, unabhängige Raumfahrtberichterstattung und Begeisterung im deutschsprachigen Raum voranzubringen. Als Mitglied ab der Stufe Senkrechtstarter, da siehst du jede News- und Tech-Folge übrigens früher als alle anderen und komplett werbefrei. Danke euch. Und jetzt in aller Kürze durch die restlichen Meldungen der Woche.
Eine Falcon 9 hat am Mittwoch 3 Bluebird-Satelliten von AST Space Mobile in den Orbit gebracht. Mit über 200 Quadratmetern Antennenfläche sind das die größten kommerziellen Satelliten im niedrigen Erdorbit. Gedacht für Mobilfunk direkt aufs Handy. Für den Booster war es bereits der 29. Flug, mit der Landung dann auf dem Drohneship A Short Fall of Gravitas. Blue Origin hat mit dem Wiederaufbau von Startkomplex 36 begonnen. Das ist ja die Rampe, die bei der New Glenn-Explosion zerstört wurde. Das Ziel, noch vor Ende 2026 wieder zu starten. Eine offizielle Ursache der Explosion ist allerdings noch nicht bekannt. Das US-Startup Catalyst Space hat $12 Millionen für die Satellitenwartung im geostationären Orbit eingesammelt. Schon kommenden Samstag soll eine erste Mission abheben. Die wird das NASA-Gammastrahlenteleskop SWIFT im Orbit einfangen und seine Bahn anheben, statt es altern und absinken zu lassen. Rocket Lab steigt kommenden Montag in den Nasdaq 100 Index auf, getragen von über 80 erfolgreichen Starts. In der Woche des SpaceX Börsengang ist das ein zweites Signal, wie schnell Raumfahrtaktien gerade erwachsen werden. Der deutsche Sensorikkonzern Hensoldt hat einen mobilen Störsender für Satellitennavigation vorgestellt, genannt Sky Barrier. Das Gerät soll Streitkräfte als elektronische Gegenmaßnahme dienen und ist damit das Gegenstück zur der GPS-Störung aus dem All, über die wir letzte Woche gesprochen hatten. Der russische Kosmonaut Alexander Samokutjajew ist mit 56 Jahren gestorben. Der erste ehemalige ISS-Langzeitbewohner, der in 26 Jahren Stationsgeschichte verstirbt. Über 331 Tage im All auf 2 Expeditionen. Auf Expedition 41 teilte er sich die Station mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst. Eine Kuaizhou 11 hat erfolgreich einen Orbit erreicht, wieder ohne die üblichen Luftraumwarnungen vorab. Brisanter noch, eine zerbrochene chinesische Raketenstufe kam der Starlink-Konstellation gefährlich nahe. Und nach dem Start der Kuaizhou 11, da herrschte Schweigen über womöglich nicht abgetrennte Satelliten an der Oberstufe. Bei China bleiben wir auch beim Blick nach vorn. Schon am kommenden Dienstag, da startet eine Lange Marsch 7A aus Wencheng. Die Nutzerliste ist noch offen. Spannender wird's dann vermutlich am selben Dienstag bei SpaceX. Eine Falcon 9 bringt nämlich die erste Demomission von Projekt Starfall nach oben. Stell dir eine Rückkehrkapsel vor, die wertvolle Experimente autonom und sicher aus dem All zurück zur Erde bringt. Genau so etwas will SpaceX künftig in Serie bauen und auch starten. Und am Donnerstag, da folgt der nächste Starlink-Schwung auf einer Falcon 9 von Vandenberg. Und am Samstag, mein persönliches Highlight, das ist der 27.06. Da hebt eine Pegasus XL im Luftstart ab, wird also von einem Flugzeug fallen gelassen und dann erreicht es den Orbit. An Bord die Swift Boost Mission von Catalyst, von der hatte ich ja kurz vorhin gesprochen. Fun Fact: Die Pegasus war 1994 die erste kommerziell entwickelte und gestartete Orbitalrakete der Welt. Witzigerweise bricht das Flugzeug, das die Pegasus für diesen Start trägt, vom Kwajalein-Atoll auf. Von dem ist ja die Falcon 1 2008 gestartet. Das war SpaceX erster Orbit. Und denkt dran, die Kontrolle über eure Daten, die holt ihr euch mit dem Code Senkrechtstarter bei Incogni zurück. 60% gibt's auf incogni.com/Senkrechtstarter auf den Jahresplan. Link in der Beschreibung und im gepinnten Kommentar. Was für eine Raumfahrtwoche. SpaceX hat den größten Börsengang der Geschichte hingelegt und Elon Musk ist damit der erste Billionär. Europa fliegt mit der Ariane 6 einen Gewichtsrekord und die NASA stoppt ein fertiges Milliardenmodul für die Mondstation. Wenn die Senkrechtstarter heute wieder Freude bereitet hat, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du nächsten Sonntag nichts verpasst. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.